So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Metal Gear Survive. Hier ist euer Lok Super und wir waren dabei stehen geblieben, dass wir ein paar neue Daten gesammelt haben von den Wanderern hier hinten, beziehungsweise von der alten Station. Und naja, dann gucken wir mal, was die hier besagen. Datenbank. Archiv? Nee, nein, nicht Gebäude. Tutorials, Archiv. Aufzeichnung des Funkoffiziers. Wir machen mal Aufzeichnung der Forscherin. Investigation Day 3. The purpose of this voice log is to serve as a record of my activities here, separate from my official reports to Wardenclyffe Section Wir HQ. suchen mal kurz nach Essen. I find this place to be much like our own world, except everything is in ruins. It's known as Dite, a name borrowed from a city in hell that appeared in Dante's The Divine Comedy. Pay attention to your stamina. Personally, I don't believe in hell. You should rest before you're out of gas. If it did exist, I imagine it looked a lot like this. I'm Chloe Dubois, a researcher assigned to Wardenclyffe Section and member of the Caron Corps, which was formed to investigate this world. For those of you that slept in your college lit class, Caron is also taken from Dante's seminal work. He's the ferryman who carries departed souls across the river to the afterlife. It was Good Luck who came up with both names. Good Luck was always a fan of Dante's works, but I never cared for such flights of fancy. Although I respect him immensely, I don't understand his interest in such unscientific pursuits. Anyway, back to the topic at hand. My role in the Corps is focused on research, but I've also been given authority over this particular investigation. I guess you could say I'm something of this squad leader. My father invested heavily in this project, which played no small part in my assignment for sure. But we need not get into that. Even though I am technically the leader, the base camp facility is actually managed by Virgil AT9, an artificial intelligence developed by Good Luck himself. Eating raw meat is dangerous. Doing so will make you sick, so be sure to cook it properly. She uses the instruments we carry on us to manage the data we gather in regards to our experiments, as well as the collection of the Kuban energy necessary for controlling the wormhole. To be honest, Good Luck's programming is nothing short of revolutionary, and that is putting it mildly. It's almost as if his mind alone is centuries ahead of us. Perhaps the most interesting thing is that Virgil's responses to our queries are strangely human-like. She speaks in a solemn tone and has a tendency to be rather rigid at times, but she also possesses a keen sense of humor that I never had. It boggles the mind to think how many people were used as reference points to develop her personality and character. At any rate, I should be able to work towards my objective starting tomorrow. I am here to research wormhole-related technology, as well as investigate the Wanderer's ecology. One of the main objectives of my research is to find a way for us to manually control these wormholes. There is a material in this world known as Kuban energy, which we believe is essential to controlling wormholes. As such, we must harvest as much of it as possible. If we can eventually perfect this technology, we will be able to instantly transport objects anywhere on the planet. Indeed, we may finally be able to realize the world system that Nikola Tesla proposed so long ago. However, the technology is incomplete, and opinions as to its viability vary widely within our section. I understand Good Luck's belief that we should proceed with caution, but
As a scientist, it's impossible for me to ignore the new possibilities that will be open to us. I managed to overcome Goodluck's personal objections and be assigned to the team in order to continue my wormhole research on the cutting edge of the field. I figured that if I didn't, I would never be able to catch up with him. It is my desire to be the one to finally find that which has managed to elude Goodluck for so long. Okay. Jetzt haben wir schon mal den Wurmloch-Extraktor, der an diesen Fulton, wie soll ich das sagen, Fulton, Ballon von, ich sage jetzt mal Metal Gear Solid, normal erinnert. Okay. Baumodus. Okay, interessant. Ja, okay, das ist klar. Das letzte. Ah, das muss ich erstmal. Warte mal. Ich will jetzt hier einfach was bewegen. Ich will jetzt einfach mal hier diese Holzzäune hierhin tun. Damit wir schon mal eine bisschen bessere Abwehr hier haben. Wenn ihr versteht, wie ich das meine, weil leeres Raster, was ist das? Schutt. Ja, nice. Jetzt hier schon mal kleines Sicherheitsbereich, der natürlich nicht der größte und der beste ist, aber er erfüllt immerhin seinen Zweck. So. Ja, haben wir schon mal eine kleine... Ach, da fehlt noch was, na egal. Naja. Okay, das muss ich dann anscheinend dadurch kaputt machen, aber das ist mein Lager, ne? Kann ich das irgendwie noch upgraden? Ah, jetzt habe ich Standard übersprungen. Da. Ach, ich bin mir hier gerade absolut gar nicht sicher. So, ich sollte noch mal hier mit dem reden. Ah, okay. Stelle die fest. 3 Materialbehälter.
Beliebiger Wandler, Humanoid inklusive Varianten. Ah, Schusswaffen. Ja, das nehme ich einfach mal an. Das klingt gar nicht so schlimm. Pferd jagen. Na okay, die zwei. Die reichen. So, gibt's hier noch irgendwas? Nee. Okay, dann gucken wir mal auf der Map, wo jetzt die nächsten. Ein kleines Tier. Ich will aber mal hier hingucken. Wo ist das? Hier hinten. So, ich bin mal echt gespannt, was jetzt hier noch alles so abgeht. Oh, da ist eine Pflanze. Das slawische Andorn. Noch eine Pflanze. Einfach alles mitnehmen. Nichts wird hier zurückgelassen. A memory board is nearby. Prepare yourself for what may lie ahead, and then go secure its data. Eisen wird alles mitgenommen. Hier war doch noch irgendwas, oder? So, immer hinter einem ich glaube, das ist nicht gut, wenn ich hier so viel mitnehme. Ich weiß halt nicht, was noch alles in der Dings ist. Im Lager. Das gefällt mir absolut gar nicht. Schön schleichen. Erstmal hier um die Ecken gucken. Pflanzen nehmen. Das zerlege ich erst später. Ich weiß halt nämlich nicht, was mich hier noch erwartet. Okay, dann gehen wir mal rein. Die Hoffnung, dass hier nicht 5000 Gegner sind. Oh nein. Access the memory board and secure its data. Oh, eine defekte Sauerstoffflasche. Woher kommt der? Wo einer ist? Kommen meistens mehr her. Ach du Scheiße. Okay. So, dann kommt mal her, meine Freunde.
Oh, es ist laut. Your life is dangerously low. However you do it, please heal yourself quickly. Woher kam der denn noch? Na, bis, komm her. Nein, 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 nein. Hui, 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 hui. Das ging ja ganz schön ab. Waren ein paar Gegner unterwegs. So, während ich das hier mache, hoffe ich jetzt, dass die Olle mir nicht wieder in die Quere kommt. Gehe jetzt auf Archiv. Damit das Okay, an. preparations are complete. My name is Enrique. I'm a communications officer for the Karen Corps, which has been tasked with investigating the world known as Detail. It's my duty to keep a log of our unit's activities and report back to headquarters on a regular basis. I'll start by introducing our team. The Karen Corps is made up of 121 members. There are a number of researchers and engineers involved with the wormholes, as well as various other specialists here to investigate this world. And of course, there are a few corporate crews from our illustrious sponsor. Along with them, we have a medical team in case of emergencies and an active unit to carry out the research and exploration on the front lines. Basically, the active unit is filled with military types, and they're also assigned to protect the numerous civilians on our team. Us communications officers are also members of this special unit. Finally, I guess you could consider the final member of the group to be our highly advanced support AI. I was also a radio operator back in Vietnam, but the survival skills I showed there helped earn me a spot on this mission. I was told I'd be serving my country and would be rewarded beyond my wildest dreams. Who could turn down an offer like that, huh? Anyway, enough talk about money. Back to our squad members. No two are alike, which at least makes things interesting around here. And you'd be surprised how many cute little honeys there are on the engineering team. There's this one girl named Chloe. She's a little older than I like them, but out here, I'll take what I can get if you know what I mean. I thought I was gonna be surrounded by a bunch of dudes on this trip, but now it looks like I've got a paid vacation to explore the great unknown with a fine-looking woman. Anyway, moving on. I suppose I should give my impressions about this world. The first thing we came across here were the ruined buildings. There were various vehicles strewn about here and there. Basically, it all looked like the kind of stuff you'd see back home. I heard this was some kind of parallel world to our own, but it pretty much looked and felt like Earth. If I had to state a difference, I suppose it'd have to be the fog. It's like the thickest I've ever seen. We found an area untouched by the fog and are building a base camp here. Thankfully, the materials we need for the various facilities are already here and the construction is proceeding smoothly. So I guess it's only a matter of time before we can start exploring this world and reporting our findings back to HQ. That's it for now. Okay. Ja, ein paar Seiteninformationen haben wir hier erhalten. Einen Zaun habe ich jetzt auch verwendet dafür. Es war relativ effektiv, auch wenn der an sich nicht gut platziert war. So, ich mache mal das Spiel bei mir kurz eins leiser. Es ist ja übertrieben laut. Data acquired from memory board. I will analyze it. Return to base camp. Okay, dann gucken wir mal, was die hier noch zu sagen haben. Der Forscherin, 1 Minute 19. I am recording this while observing the wanderers from a distance. They are strange creatures, seemingly able to continue communicating
even after losing their heads. I will never get used to it, no matter how many times I see it. Since we launched our investigation, the cameras in our drones have spotted numerous human-like metallic crystalline life forms. I checked the body you They are the discovered organisms against the referred data to as available to wanderers me. by the Oh. The English section. deceased was a member of the Although Karen you know Corps. that wanderers are strange and His unique name was organisms that Joel take Martin. human hosts, we are yet to Cause of find any death humans appears to not be already blood loss infested. from gunshot wounds. Wanderers apparently got their name from their tendency to wander aimlessly about DTA until they come into contact with us. At present, the only thing we know about Worst them case is scenario, they are hunger will lead extremely directly sensitive to to death. sound. Most wanderers have Please poorly eat developed something while eyesight, there's still but time. have offset that with hypersensitive hearing. Still, there is much that we do not know about their ecology. Naturally, we plan to continue our research until all of these questions are answered. Ja, Dialoge übereinander sind. Das kann man doch so machen, dass erst ein Dialog abgeschlossen wird und dann der nächste. Klar, ich kann mir das immer anhören wieder, aber es ist, oh, jetzt ist mein Wasser wieder unten. Na, ein bisschen was haben wir gefunden. Bin ich zufrieden damit. Guck noch mal hier hoch. Ah. Hier ist das Wasser. Ach. Ich guck mal, ob ich noch mal hier meine Flasche auffüllen kann. Achso, ja, ich habe ja mehrere Flaschen. So, und ich hoffe, dass ich jetzt das Lagerfeuer irgendwie upgraden kann, damit ich halt mehr Sachen bauen kann. Denn hier die nette Dame ist hart am Limit. So, 3 leere Flaschen habe ich noch übrig. Und ich pfeife mir jetzt eine rein. Inventar. Ah, ich bin ja auch inner. Flasche sauberes Wasser. Naja, wir sind ja hart an der Grenze. Time to analyze the data. Please synchronize your iDroid with me here. Halt, ich würde gerne gucken, kann ich hier was herstellen? Wieso kann ich... Ach, man kann hier mehrere Sachen. Lagerfeuer und Topf, okay, das muss ich upgraden. Muss ich mal gucken, wie ich das mache. Kann ich das hier irgendwie upgraden? Lagerfeuer. Na, Sandsackbeil, normaler Zaun, Lagerfeuer. Ah, da. Oh ne, das kann ich nur bauen. Naja, vielleicht sagt sie mir jetzt, was ich zu machen habe. With this memory board data, another phase of my memory restoration is complete. You can now craft an air tank. Okay. Ah, ich will hier die Sachen upgraden. Ich brauche Wasser. Ausrüstung ändern. Nebenwaffe. Ach so, ich habe hier gerade absolut gar keinen Überblick. Das sind Vorratskisten. Ach so. Halt. Da war irgendwas freigeschalten.
Achso, okay, das kann ich mir jetzt alle erhalten. Pappzaun. Ach, Kleidung. Ach so. Da fehlt mir was. Kann ich hier was bauen? Einen Zaun. Ich weiß halt nicht. Ob einer reicht. Kann ich mit dir reden? Verletzter? Nee. Ja, passiert hier was? Ach so, ja, genau, das wollte ich hier abschließen. Materialbehälter. Ah, jetzt habe ich verschiedene Materialien bekommen. Ach, das ist mit Schusswaffen, das habe ich ja komplett verrallt. Gott. Klebstoff. Ja, das kriege ich nicht hin. Nahrung. Gucken wir mal, dass ich irgendwas herstellen kann. Naja, okay, das war's dann schon wieder mit der Folge. Falls euch die Folge gefallen hat, lasst mir sehr gerne einen Like da. Über einen Kommentar würde ich mich wie immer sehr freuen. Auch wenn es nur was Kleines ist, schönes Video, was weiß ich, schönes Ambiente oder auch Kritik natürlich. Ja, ansonsten, falls ihr mich noch nicht abonniert habt, könnt ihr mich gerne abonnieren. Würde ich mich freuen. Euch schadet's nicht. Mir hilft's. Ja, ihr könnt mir des Weiteren noch auf Instagram folgen, @love_super. Der Link ist wie immer in der Beschreibung. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns dann beim nächsten Mal. Und ciao.